Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Anno 1602. Ich bin euer Dominus und wir spielen den vierten und auch letzten Teil unseres Tutorials für Anno 1602. Gut, wir kehren auch direkt zu unserer Stadt Worach zurück. Ja, wir haben hier in Worach mittlerweile die Aristokraten, die höchste Zivilisationsstufe in diesem Spiel. Ja, und wir werden jetzt natürlich hier die Gebäude weiterentwickeln lassen. Dafür müssen wir noch weitere Hochschulen bauen. Die können wir hier erkennen an diesem grünen Dach. Da muss noch hier eine hin und hier. Ja, und wir haben natürlich ein Theater gebaut, was unsere Bürger wollen, um sich zu Aristokraten zu entwickeln. Ja, unser Warenlager ist gut gefüllt. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, und wir haben auch mittlerweile eine große Werft gebaut und können jetzt auch Handelsschiffe und große Kriegsschiffe bauen. Wir gehen nochmal ganz kurz hier auf die Städteliste, dann können wir nochmal kurz unsere Städte anschauen. In Zwackau produzieren wir Holz und Stein. In Oberbern haben wir unsere große Nahrungsmittelproduktion mit Getreidefarmen, Windmühlen und Bäckereien. In Lehrinstadt haben wir unsere Kakaoproduktion. In Nürnberg haben wir im Moment noch gar nichts. In Liechtenstein haben wir eine weitere Tabakproduktion gestartet. Ja, und Lemonhall ist unsere Alkoholinsel, wo wir Wein produzieren. Lemberg ist unsere südliche Insel, wo wir Stoffe aus Baumwolle produzieren und natürlich Gewürze. Ja, für den Ausbau der Gebäude der Aristokraten benötigen unsere Bürger 12 Tonnen Stein pro Haus, wohlgesagt. Und ich würde jetzt gerne noch einen dritten Steinbruch und Steinmetze hier entsprechend aufbauen, damit wir eine gute Steinversorgung haben. Das ist aber gar nicht so einfach, weil wir hier eigentlich schon alles verbaut haben. Wir können aber hier in Liechtenstein noch hier einen Steinbruch bauen, oder besser gesagt hier, und können hier entsprechend Stein noch produzieren. Und dafür brauche ich allerdings noch ein bisschen was an Material. Gut, und dann machen wir uns mal auf den Weg. Gut, mittlerweile ist die Black Star in Liechtenstein angekommen. So, dann laden wir das mal aus. Ich hoffe, das reicht jetzt auf jeden Fall für unseren Steinbruch, den wir hier hinbauen. Und dann können wir doch jetzt hier 2 Steinmetze bauen. Geht das? Können die ja direkt dran? Ja, das geht. So, und dann den Rest hier noch raus. Sehr schön. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch entsprechend die Handelsroute anpassen. Oh, da kommt ja schon unser Schiff. Tabak. Immer noch Holz hier drin. Ich hatte das bei der Handelsroute verkehrt angegeben. Jetzt ist es richtig angegeben. Wir stoppen mal eben die Handelsroute. Also erstmal können wir das Holz jetzt endlich mal rausnehmen hier. Ja, und wieder ist ein Vulkan ausgebrochen. Da müssen wir immerhin... Ja, und da seht ihr nämlich hier... Das ist echt doof. Da brennt alles. Deswegen brauchen wir die Feuerwehren. Und vor allem müssen wir gucken, ob die Wege hier entsprechend alle wieder intakt sind, damit die Feuerwehr da dran kann. So. Ja, auch. Okay. Kommt die Feuerwehr jetzt da dran? Ja. So, und natürlich die Felder, die zerstört wurden, die müssen wir wieder aufbauen. Ja, wie gesagt, das ist lästig, aber leider ist das hier mit dem
Vulkan nicht anders zu managen. So, das sieht aber soweit gut aus. Ja. Ja, und ihr solltet immer dafür sorgen, dass wir genügend Baumaterialien hier haben. So, dann wollen wir die Handelsroute jetzt eben noch hier entsprechend einstellen. Das machen wir anders. So, jetzt hier Stein. Da ist er. Ja. So, und dann hier jetzt bitte richtig das hier einstellen und natürlich Stein. So passt es. So, vielleicht können wir das Kontur noch ausbauen. Nee, da fehlt uns leider Werkzeug. Okay, dann kannst du auf jeden Fall schon wieder auf deine Route. Hier haben wir nochmal die Shift-Liste, die wir auch mit der Taste S öffnen. Und nochmal ganz kurz, ich hatte das im letzten Tutorial nicht wirklich erklärt. Die mit dem roten Pfeil sind Schiffe auf einer Handelsroute. Die Black Star ist auf dem Weg zu uns und Stoffe und Gewürze liegt gerade vor Anker. So, und dann können wir auch sehen, dass ich diese hier nicht umgeschrieben habe. Das ist unser Schiff, was Schmuck transportiert. Das können wir mal eben schnell ändern. Nahrungsmittelproduktion muss jetzt entsprechend erweitert werden. Hier haben wir noch ein bisschen was wir bauen können. Das wird aber sehr, sehr eng werden hier. Na, wir gucken mal. 1, 2, 3. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Oh je. Gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Ich brauche noch eine Farm. Ne? So richtig produktiv sind die natürlich dann nicht mehr. Na gut, dann bauen wir das so. Ja. Die Windmühlen. Es fehlt an Nahrung. Ja. Da arbeite ich jetzt dran. Ihr habt einen sagenhaften Schatz gefunden. Okay. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ja, beim Bauen hier einen Schatz gefunden. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? So, und dann können wir das so anschließen hier. Ja, das geht. Dann kann hier die andere Windmühle hin. Ja, und der Bäcker kommt hier hin. Ah, wunderbar. Das hat noch geklappt. So, wir schauen mal eben. Unser Schiff für Nahrung. Kann das alles aufnehmen? Das ist nicht viel, ne, was hier tatsächlich
produziert wird. Gut, da brauchen wir auf jeden Fall kein neues Schiff zu bauen. Allerdings brauchen wir eine weitere, ja, Nahrungsinsel. Wir haben noch diese Insel hier, wo wir 100% Zuckerrohr haben. Die können wir noch dafür verwenden. Wir haben auch hier noch eine Insel. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Eine kleine. So, die Black Star habe ich mit Baumaterial gefüllt. Wir werden jetzt hier diese Insel noch entsprechend für Nahrungsmittel nutzen. So, mittlerweile haben wir es endlich geschafft. Diese Insel noch gar nicht erkundet, sehe ich gerade. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ja, wir Die arbeiten. Ressourcen dieser Insel sind erkundet. 100% Baumwolle, Ein 100% Erzvorkommen wurde Gewürze. entdeckt. Okay, na, da haben wir ja noch in Lemberg Potenzial. Wir bauen jetzt hier das Kontor. Ja, bevor wir bauen, brauche ich noch ein Schiff. Da reicht aber jetzt ein kleines Schiff. So, dann legen wir mal los. Wir brauchen einen Marktplatz, der kann hier hin. So, der Wald kommt weg. Okay, legen wir mal los. Es fehlt an Nahrung. So, die beiden doch schon mal super platziert. Windmühle. Ja. So, du kannst auch schon mal direkt wieder hier rüber. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Sehr gut. Überprüft eure Handelsrouten. So, da haben wir die Lagoa. Gut. Wahnsinn, wie schnell diese Nahrungsmittel zu Ende gehen. Auf dem Pach ist diese Insel hier. Das ist ja auch niedlich. So, und dann kannst du schon los. Überprüft eure Handelsrouten. So, Ei, ei, Captain! so, wir sind angekommen, Gott sei Dank. Dann geht's so weiter. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige.
So, ein bisschen getüftelt hier. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Ja, und das ist auch richtig so. Und das brauchen wir hier nicht. Okay. Die nächste. Ja, das ist natürlich schade hier. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie anders hinbekommen. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ja, das natürlich ist doof. Hier auf unserer Insel Nürnberg ist der Vulkan ausgebrochen und unser Marktplatz ist in Brand geraten. Wir haben keine Feuerwehr, wir haben kein Baumaterial. Naja gut, dieser wird dann wahrscheinlich jetzt entsprechend kaputt gehen. Den müssen wir natürlich wieder neu bauen. Ja, ich habe jetzt hier richtig lange rumgetüftelt, dass tatsächlich der Marktkarren nur bei dem Bäcker das Brot holt und dass er nicht irgendwie noch Mehl oder Korn holen muss. Das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, jetzt habe ich es ganz gut hingekriegt. Ja, wir haben zu wenig Holz, um noch eine weitere zu bauen. Diese kleinen Inseln sind auch wirklich nicht hundertprozentig so gut für die Nahrungsmittelproduktion. Da brauchen wir eigentlich eine größere. So, Nahrungsmittel hat sich jetzt wieder verbessert, wobei wir auch dadurch im Einkauf haben. Aber ihr seht hier, Gewürze ist nicht so viel, Kakao auch nicht mehr. Ich würde jetzt tatsächlich diese Insel noch hier maximal jetzt ausbauen. Und dann tatsächlich eine Insel nach der anderen so weit ausbauen, dass wirklich alles entsprechend mit Plantagen belegt ist. Und auch noch die Handelsrouten optimieren, gegebenenfalls noch größere Schiffe bauen. Es hat überhaupt keinen Zweck, hier eine Entwicklung zu starten, wenn dann alles entsprechend fehlt. Alkohol, da sollten wir auch noch, glaube ich, weiter dran arbeiten. Okay, wir haben unser Schiff, die Black Sea, unser Bauschiff. Wir legen jetzt mal los. Erstmal nochmal die Nahrungsmittel. Ja, und dann schauen wir mal, wenn wir unsere Inseln alle maximal ausgebaut haben. Nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir es jetzt endlich geschafft, unsere Versorgungsinseln so weit auszubauen, dass wir hier in Borach in unserem Lagerbestand endlich genug Waren haben. Ihr seht, das sieht richtig gut aus. Jetzt können wir auch die Entwicklung bald starten. Ja, da schauen wir mal eben, was wir alles gemacht haben. In Offenpach haben wir noch etwas Kapazität, um die Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen. Das war ja die zweite Nahrungsinsel, die wir im letzten Tutorium entsprechend aufgebaut haben. Ja, in Zwackau hat sich nicht viel getan. Produzieren wir immer noch unser Holz und unser Stein. Obernberg ist ja die erste Nahrungsinsel, haben wir jetzt voll und ganz ausgebaut für die Nahrungsmittelproduktion. Ja, und wenn eine Insel bei mir komplett gefüllt ist mit Produktionsstätten, dann setze ich hier um diesen Rand noch Wald. Einfach noch so, weil das so schön aussieht. Ja, und weil es für mich auch ein Zeichen ist, dass hier auf dieser Insel kein Platz mehr ist. Ja, in Neringstadt haben wir unsere Kakaoproduktion. Da hätten wir noch ein bisschen Platz. Nicht mehr viel, aber man könnte jetzt zum Beispiel hier auch schon mal den Wald setzen. So, ja, hier hätte man eigentlich auch noch so eine Plantage bauen können, aber die produzieren dann wirklich nicht sehr viel. Und wir haben eigentlich genug Kakao im Moment. So, ja, das lassen wir hier noch ein bisschen. Also das jetzt nicht, weil da können wir gar nichts bauen. Ja, und hier vielleicht noch. Also diese Bereiche, die lasse ich mir dann nochmal auf. Okay. Ja. Sehr gut.
In Nürnberg haben wir noch gar nichts. Das ist ja noch eine Zuckerrohrinsel. Also wenn wir mit dem Alkohol nicht auskommen, können wir hier entsprechend weiter noch Alkohol produzieren oder auch entsprechend Nahrungsmittel. Auch in Liechtenstein haben wir noch etwas Kapazität, Tabak anzubauen, aber nicht mehr Überprüft viel. Auch eure hier Handelsrouten. können wir schon mal den Wald setzen. Ihr habt einen sagenhaften Schatz gefunden. So, ich glaube, das können wir jetzt erstmal so lassen hier. Wir haben jetzt hier noch wieder die kleine Fläche, die wir noch nutzen können. Wir könnten eventuell auch noch Handel mit diesem eingeborenen Dorf führen. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal so. Lemon Hall ist voll belegt mit Weingütern. Da habe ich auch schon den Wald entsprechend gepflanzt. Hier haben wir keine Kapazität mehr. Ja, und in Lemberg haben wir noch Kapazität hier und hier Baumwollplantagen, Webereien und Gewürzplantagen zu bauen. Ja, wir könnten jetzt hier unsere Stadt entsprechend weiterentwickeln. Wir werden das Baumaterial mal freigeben. Und dann kommen wir entsprechend zu dem letzten großen Thema, nämlich Militär- und Kriegsführung. Wir haben ja zwei Punkte. Einmal die Stadtverteidigung und einmal entsprechend die Verteidigung unserer Inseln und auch die Inanspruchnahme bereits besiedelter Inseln von anderen Konkurrenten. Wir haben eine Kriegsflotte, die wir aufbauen können, und wir haben ein Heer. Die Kriegsflotte, das ist ja ganz einfach, haben wir hier in unserer Werft, nämlich mit dem kleinen Kriegsschiff und dem Kriegsschiff. Wir brauchen allerdings dafür Kanonen und auch für die Ausbildung unseres Heers brauchen wir Waffen. Kanonen brauchen wir allerdings auch für Wachtürme, um hier unsere Stadt vor Feinden zu schützen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall eine Kanonengießerei bauen. Finden wir hier ganz oben bei den Handwerksbetrieben. So, und die könnten wir, glaube ich, noch hier hinbauen. Ja, hier passt sie hin. Dann müssen wir natürlich noch hier entsprechend anschließen. So, die Kanonengießerei braucht Holz und Eisen, um entsprechend Kanonen herzustellen. Dafür werde ich aber schon mal eine Werkzeugschmiede jetzt ausschalten, weil das reicht dann nicht an Eisen, was wir produzieren. Also ich glaube, eine Kanonengießerei und eine Werkzeugschmiede, das funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir doch ein großes Kriegsschiff mal. Die Ressourcen dafür haben wir allemal. So, da arbeitet auch schon unsere Kanonengießerei auch wieder sehr schön animiert hier. Gut, für das Heer brauchen wir natürlich den Ort, wo unsere Truppen ausgebildet werden. Ja, hier bei den Verteidigungsanlagen haben wir oben die Burg, die große Burg, und jetzt bei 600 Aristokraten haben wir die Festung, die wir bauen können. Die Burg ist 2x2 Felder groß und wir können 3 Einheiten in ihr ausbilden. Die große Burg ist 3x3 groß und wir können 5 Einheiten in ihr ausbilden. Ja, und die Festung, die können wir gar nicht hier bauen. Die ist nämlich 5x5 groß und wir können in ihr 8 Einheiten ausbilden. Gut, ich würde jetzt eine große Burg hier hinbauen und sie muss im Aktionsradius oder in ihrem Aktionsradius muss auf jeden Fall ein Marktplatz oder Kontor liegen. Das haben wir hier, glaube ich. Ja, haben wir, weil dort müssen ja die Waffen entsprechend geholt werden. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Tja, und unser Kriegsschiff ist fertig. Gut, wir bauen hier die große Burg. So, und wir können jetzt hier diese Fläche noch mit Plätzen auslegen. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht, weil hier können wir dann unsere Truppen platzieren. Ja, klicken wir hier die Burg an, können wir sehen,
wie viele Waffen wir in unserem Lagerbestand haben. Wir haben 3 Waffentypen: Schwert, Musketen und Kanonen. Dementsprechend können wir folgende Einheiten ausbilden. Einmal hier den Schwertkämpfer, dann haben wir hier die Kavallerie, den Musketier und den Kanonier. Und dann können wir mal sehen, was die brauchen dafür und was die Betriebskosten sind. Militär- und Kriegsführung ist nicht nur in Wirklichkeit eine teure Angelegenheit, auch hier im Spiel. Ja, und ihr seht, die Kanoniere haben die höchsten Betriebskosten und die Schwertkämpfer haben die niedrigsten. Ja, und was kann man zu denen sagen, zu diesen Einheiten? Es gibt bei den Einheiten sogenannte Lebensenergie, Angriffspunkte und Reichweite. Das sind die 3 Punkte, die die Kompanie ausmacht. Der Schwertkämpfer hat die höchste Lebensenergie mit 20. Allerdings hat er auch die niedrigste Angriffsstärke mit 1. Und die Reichweite mit 0,75 ist auch recht wenig. Ja, wir brauchen halt Schwerter. Die Kavallerie braucht auch Schwerter, hat einen höheren Betriebskostenanteil. Die Lebensenergie liegt bei 18, also ein bisschen weniger. Dafür sind die Angriffspunkte mit 1,6 höher als bei den Schwertkämpfern. Die Reichweite ist die gleiche, 0,75. Musketiere brauchen natürlich Musketen, haben eine Lebensenergie von 15, also noch weniger. Dafür einen Angriffspunkt von 2,4. Und die Reichweite ist 4, also schon recht weit. Die Kanoniere sind die stärkste Einheit, allerdings auch mit der schwächsten Lebensenergie, nämlich nur 12. Der Angriffspunkt liegt aber bei 7 und auch die Reichweite liegt bei 7. Also die sind natürlich super für Kampf von der Entfernung, allerdings haben sie halt wenig Lebensenergie und können schnell von anderen Einheiten niedergemacht werden. Von daher ist ein Mix eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir unser Heer aufbauen. Ich mache das immer mit Kanoniere und Musketiere. Gut, für Musketiere brauchen wir allerdings auch noch Musketen natürlich. Dementsprechend müssen wir hier noch den Musketenbauer errichten. Den können wir hier hinbauen. So, dafür werde ich aber jetzt die zweite Werkzeugschmiede auch... Nein, das ist die Erzschmelze. Hier, dort die Werkzeugschmiede schließen. So, hier ist unser Kriegsschiff. Allerdings, das Kriegsschiff hat noch keine Kanonen. Setzt neuen Kurs. So, wir gucken noch mal ganz kurz. Das Kriegsschiff braucht 14 Kanonen. Gut, wie viel haben wir denn jetzt schon mittlerweile in unserem Bestand? 9. Na gut. Das dauert nicht mehr lange. Wir können die Kanonen schon mal hier auf unser Schiff bringen. Und dann können wir jetzt hier draufklicken und dann bestücken wir hier unser Kriegsschiff. Oh, 11 haben wir jetzt mittlerweile. Okay, ja, dann haben wir es ja schon fast geschafft. Ja, in der Zwischenzeit wächst und gedeiht hier alles. Wir haben mittlerweile schon über 1000 Aristokraten in unserer Stadt. Wir gucken mal eben wieder nach dem Warenbestand. Sieht alles gut aus. Mittlerweile ist unser großes Kriegsschiff jetzt mit 14 Kanonen bestückt, das heißt maximale Kanonenanzahl. Gut, und wir brauchen auch noch ein paar Truppen. Ja, und wenn wir jetzt Truppen ausbilden wollen, gehen wir hier einmal auf die Burg, suchen dann aus, welche Truppen entsprechend ausgebildet werden sollen, klicken dann hier drauf, so oft, bis hier diese Kammern alle gefüllt sind. Und dann macht sich jetzt hier derjenige auf den Weg. Da sehen wir ihn. Er geht jetzt zum Marktplatz und holt die entsprechenden Waffen, die benötigt sind. Ja, und da sehen wir schon, eine Einheit ist jetzt ausgebildet.
Ja, und es sind immer 10 Einheiten, die so ein Quadrat dann hier ausfüllen. Dann ist die Einheit ausgebildet und kann dann entsprechend hier ihren Dienst machen. Wir können die Soldaten dafür Überprüft gebrauchen, eure Handelsrouten. um unsere Stadt zu verteidigen. Wir können die dann irgendwo platzieren. Wir können allerdings auch hier Wachtürme bauen. Wachtürme brauchen 2 Kanonen und Baustoffe, haben natürlich auch Betriebskosten. So, und die können wir jetzt hier entsprechend in unserer Stadt bauen, an strategisch wichtigen Punkten, oder hier, um unser Kontor und unsere Werft zu schützen. Das ist immer das Wichtigste, dass diese beiden Gebäude vor Feinden geschützt sind. Können wir bauen. So, und dann geht es jetzt nicht mehr, weil uns die Kanonen fehlen. Ihr seht also, Kanonen sind wichtig, weil wir sie für verschiedene Zwecke nutzen. Deswegen, eine Kanonengießerei sollte auch so früh wie möglich gebaut werden, wenn wir hier mit aggressiven Nachbarn oder auch mit Piraten zu tun haben. Denn sobald ein Feind hier in die Nähe kommt, schießt dieser Turm auf den Feind. So, mittlerweile haben wir schon 8 Soldaten hier ausgebildet, jetzt 9. Ja, und hier können wir die Ausbildung natürlich abbrechen, aber auch da sind die Ressourcen dann alle entsprechend vernichtet. Soldaten sind ausgebildet. Sehr schön. So, dann können wir hier Einheit aussenden. Dann haben wir wieder dieses Zeichen. Ja, und wir platzieren die mal hier an unserem Kontor. Und dann machen die sich jetzt auf den Weg. Da sind sie. Und können jetzt hier unsere Stadt verteidigen. Wie gesagt, die Einheiten verbrauchen auch Geld, haben also Betriebskosten, genau wie Burg und alle anderen Produktionsstätten. Das heißt, wir müssen schon eine gute Wirtschaft haben, wenn wir hier mit der Verteidigung unserer Stadt oder mit der Expansion unseres Königreiches beginnen wollen. Ja, wir warten jetzt, dass alle Einheiten entsprechend ausgebildet sind und dann zeige ich, wie wir andere Inseln angreifen und besetzen können. So, wir sollten vielleicht noch mal einen Schneider bauen, denn jetzt haben wir immer mehr Aristokraten, die Kleidung brauchen. Das ist ja die einzige Bevölkerungsgruppe, die Kleidung braucht. Von daher ist das noch alles in Ordnung, aber je mehr wir haben, desto stärker ist der Bedarf an Schmuck und Kleidung und dementsprechend müssen wir da die Produktion erhöhen. So, können wir jetzt den zweiten Wachturm bauen? Ja, jetzt können wir ihn bauen. Sehr schön. Ja, wir können natürlich jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt die Kanonengießerei Soldaten stilllegen. sind ausgebildet. Wir haben schon wieder Truppen ausgebildet. So, und unsere Werkzeugschmieden, die machen wir wieder an. So, dann klicken wir wieder hier drauf. Und die können auch hier hin. So, dann bauen wir noch die nächste Hochschule. Die kann hier hin. Ja. Und die kann man auch so. Nee, so kann man sie bauen. Genau. So, hier können auch nochmal Zierbäume hin. So, und haben wir noch Denkmäler? Ja, Denkmäler für den Herrscher. Oh, wie viele Denkmäler haben wir? Nee, dann blinkt es. Also, dann ist kein weiteres Denkmal. Ihr habt euren Städten zu Wohlstand und Blüte verholfen. Die Bewohner danken euch durch die Errichtung eines Schlosses.
Ja, wunderbar. Endlich kann ich mir mal ein Schloss bauen. Ab 1500 Aristokraten ist dieses Gebäude freigeschaltet. Natürlich hier bei den öffentlichen Gebäuden, da ist das Schloss. Allerdings, ihr seht, wie groß das ist. Und ich glaube, es passt gar nicht hier hin. Ich kann mein Schloss nicht bauen. Das ist natürlich schade, ne? Also ich glaube, es würde hier hinpassen. Dafür müsste ich diese Gebäude abreißen, ja. Das ist natürlich schade. Aber das machen wir jetzt mal. Schweren Herzens. So, passt das denn jetzt hier hin? Ich glaube, das ist eine kleine Fläche, die nicht, ja, entsprechend... Ah, doch. Doch, ich kann es bauen. Hier kann ich es bauen. Oh, wunderbar. Allerdings kann ich, glaube ich, nicht meine Stadtmauer weiterbauen. Das geht hier nicht. Bauen wir das doch so, oder? Wunderbar. Schaut euch das an. Unser Schloss. So, ein bisschen Wald hier. Was anderes kann ich ja nicht setzen. Ja, das sieht doch richtig schön aus. So, wie sieht es hier aus? Ihr seht, da fehlen noch Waffen, glaube ich, oder? Eine Einheit wurde Ja, ausgebildet. jetzt ist sie ausgebildet. Okay, gehen wir hin. Soldaten sind ausgebildet. So, die letzte Einheit, Musketiere, ist ausgebildet. Den Musketenbauer Überprüft eure Handelsrouten. können wir erstmal stilllegen. Gut, ja, dann haben wir jetzt unsere Stadt schon ein bisschen geschützt. Jetzt zeige ich euch noch, wie wir andere Inseln erobern können. Gut, wir brauchen eine starke Kriegsflotte und wir brauchen natürlich Einheiten. Ja, unsere Konkurrenten sind tatsächlich keine große Herausforderung für uns. Ihr seht, keine Verteidigung, Überprüft eure ein Schiff Handelsrouten. nur, keine Einheiten. Also letztendlich tut es mir schon fast leid, hier entsprechend jetzt einen unserer Konkurrenten von seiner Insel zu vertreiben. Aber ja, schon wieder ist ein Vulkan ausgebrochen. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Ja, wie anstrengend. Bevor wir jetzt hier loslegen, müssen wir das jetzt eben noch hier regeln. So, da ist schon wieder die Feuerwehr zerstört worden. So, und wir müssen die Wege wiederherstellen. Ja, das auch hier, okay. Ja, so, diese Farm ist leider nicht angeschlossen an einer Feuerwehr. Ihr könnt die jetzt wieder brennen lassen, ihr könnt die aber auch direkt löschen. Und dann hier entsprechend neu aufbauen. Ja, und was wir auch noch aufbauen müssen, sind natürlich die Felder wieder. Wo noch? Hier. Ja. So. Ja, das sieht soweit wieder gut aus. Ja, alles gut. Ja, wir waren ja bei unseren Konkurrenten stehen geblieben. Ich würde jetzt hier diesen roten Konkurrenten angreifen.
weil die Insel bietet nochmal hier Gewürze und liegt auch ziemlich nah an unserer Hauptinsel. Gut, dafür müssen wir Truppen in unsere Schiffe laden. Wir können die hier so entsprechend, glaube ich, einzeln anklicken. Jawohl, mein Fürst. Genau, ihr klickt die an und dann mit der rechten Maustaste auf das Schiff. Mein Fürst. Kann ich die alle markieren? Nee, kann ich nicht. Also, Jawohl, mein Fürst. doch, das geht doch. Das Schiff mal ein Setzt bisschen weiter neuen weg. Kurs. Doch, ja. Ich kann sie also mit der linken Maustaste ziehend hier ein Fenster markieren und dann kann ich sie hier auf das Schiff klicken. Ne, das geht dann nicht. Dann müssen die hier hin. Anker lichten. So. Setzt die Nee, Vorsegel. jetzt. Setzt die Also ihr seht, es ist ein Vorsegel. bisschen tricky. So, In die Wanten. so, du kannst erstmal wieder weiter. So, ihr seht, das ist noch ein bisschen nicht ganz ausgewogen hier. Für unseren Herrscher. Jawohl, mein Fürst. So, dann haben wir unser Schiff, unser Kriegsschiff. Und dann können wir hier sehen, wir können das Kriegsschiff auf Patrouille schicken. Und hier können wir die Ware über Bord werfen. Ich hatte in den Tutorien ja davor, wo ich Holz wegwerfen wollte oder über Bord werfen wollte und ging nicht. Das geht. Ihr müsst dann nur in den Kampfmodus gehen. Dann könnt ihr ja auch die weiße Flagge hissen, wenn ihr euch ergeben wollt. Das brauchen wir, wenn wir mit Piraten kämpfen. Gut, ihr solltet immer ein Schiff mit Baumaterial auch zur Verfügung haben, damit ihr die Insel dann direkt besiedeln könnt. So, wir können beide Schiffe hier auch ziehen mit einem Fenster markieren. Ei, Captain. Und dann sehen wir hier verschiedene Formationen, horizontale Formation, vertikale oder hier eine Rechtecksformation oder halt überhaupt keine Formation. Ich nehme euch hier mal diese Blockformation. Auch hier können wir die weiße Fahne hissen. So, dann gehen wir hier zu unserem roten Konkurrenten. Das erste, was ihr machen müsst, ihr müsst die Schiffe ausschalten von ihm. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier zum Kontor. Ja, und wenn ihr kämpfen wollt, müsst ihr natürlich in diesen Kampfmodus gehen. Sonst passiert nichts, weil wir haben ja einen Friedensvertrag mit unseren Konkurrenten. Wenn wir diesen Kampfmodus hier nicht aktiviert haben, passiert auch nichts. So. Wir werden jetzt erstmal gar nichts machen. Wir warten, bis das einzige Schiff kommt von unserem roten Gegner. So, da kommt es wieder. Und dann, wenn wir jetzt mit der, ich glaube, mit der rechten Maustaste draufklicken, wird der Befehl gegeben, es anzugreifen. Gebt Breitseite. Genau. Und dann wird hier gekämpft. Allerdings ist der Friedensvertrag natürlich dann gebrochen. Wir müssen jetzt nicht erst einen Friedensvertrag in Diplomatie entsprechend brechen. Und das wird automatisch gemacht, wenn wir hier angreifen. So, wenn alle Schiffe entsprechend vernichtet sind von unseren Gegnern, greifen wir das Kontor an. Hier gilt das Gleiche. Breitseite. Dann ist es zerstört, baut sich aber relativ schnell wieder auf, weil der Gegner noch jede Menge Ressourcen hat. Voller Breitseite. So, und ihr seht, wie schnell er das hier wieder aufbaut. Voller Breitseite. So, dann laden wir jetzt mal unsere Soldaten aus. Einfach hier draufklicken. So, da haben wir jetzt hier unsere In die Soldaten. Und wir müssen jetzt nicht jedes Gebäude zerstören hier, um diese Insel zu übernehmen.
markieren. Ne, alle sind nicht markiert, ne? Kommt man hier rüber. So, hier sind alle markiert. So, hier gilt das Gleiche. Markthäuser und Kontore müsst ihr vernichten, damit wir die Insel übernehmen können. Ihr müsst jetzt nicht wirklich hier alles zerstören. Die machen sich auf den Weg und wir zerstören weiterhin dieses Kontor. So, und unsere Musketiere zerstören jetzt den Marktplatz. Wir können ja nur mit unserem Heer tatsächlich diese Gebäude hier zerstören. Ja, wir können natürlich von dem Seeweg her hier an den Ufern natürlich auch alle Gebäude zerstören, die in der Reichweite der Kanonen sind. So, dann hat sich wieder aufgebaut. Ja, und solange Kontor und Marktplätze der Gegner noch intakt sind oder auch Wachtürme, können wir die Insel nicht übernehmen. So, was ist mit euch beiden hier? Ihr kommt da nicht dran, oder was? Dann geht ihr hier. Da baut es sich wieder auf. Was natürlich auch als erstes mit zerstört werden muss, ist natürlich die Werft, damit er keine weiteren Schiffe baut. Aber selbst das haben ja unsere Konkurrenten hier nicht. Ja, und das dauert natürlich, bis unsere Musketiere hier den Marktplatz zerstört haben. Jetzt ist er zerstört. So, dann könnt ihr mit hier hin. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, und irgendwann geht dem Feind natürlich dann halt die Rohstoffe aus. Ihr seht, die Trümmern sind hier schon verschwunden. Ja, und wie gesagt, hier haben wir auch entsprechend die Formationen für das Heer. Ich nehme ja auch immer diese Blockgeschichte. Wir können stark verwundete Einheiten auswählen und wegschicken. Und hier können wir die Auswahl der Musketiere beschränken. Was das jetzt genau heißt, kann ich euch gar nicht sagen. Ja, und das dauert wirklich ein bisschen mit den Musketieren. Deswegen arbeite ich immer mit Musketiere und Kanoniere. Kanoniere haben eine starke Durchschlagskraft, da geht das wesentlich schneller, sind halt schwächer. Und die Musketiere können halt die Kanoniere schützen. Aber das ist jetzt hier nicht unbedingt nötig. So, der Marktplatz wird noch zerstört. Wir können hier dieses Bauschiff schon mal hier ranführen. So, und dann können wir hier schon in diesen Status wieder gehen. Dann wechseln wir von Kampf in normalen Modus und können diese Insel schon mal entsprechend... Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja. Es gibt Eisenerz auf dieser Schauen, Insel. was wir hier für Fruchtbarkeiten haben. Oh, er hat sich wieder aufgebaut hier. Ja, dann komm her. Wieder in den Kampfmodus und dann zerstören. So, was haben wir denn hier? Wir haben 100% Kakao und 100% Gewürze. Das ist doch auch gut. So, und jetzt müssten wir eigentlich diese Insel übernehmen können. Wir gehen in den Status. Und dann seht ihr hier das Symbol des Kontors. Das können wir jetzt hier drauf bauen. Ihr wart erfolgreich. Für eure großen Taten soll euch ein Triumphbogen ehren. Ja, wunderbar. Wenn wir einen Feind besiegt haben, können wir entsprechend einen Triumphbogen bauen. So. Wir reißen hier alles ab.
weil wir brauchen keine zusätzliche Stadt. Das Einzige, was ich lasse, sind die Gewürzplantagen. So, und da brauchen wir noch nicht mal einen Marktplatz. Wir bauen aber trotzdem einmal. Ja, dafür müssen wir erstmal hier alles auffüllen. Und dann den Marktplatz. Ja, gut. Dann bauen wir das Wegesystem wieder auf. So, die Fischerhütten brauchen wir auch nicht. So, und dann können wir erstmal hier Gewürze wieder bauen. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Ja, sehr schön. Wieder ein Denkmal für mich als Herrscher. So, und dieses Schiff ist jetzt beschädigt. Das bringen wir hier zur Werft. Die Gewürzplantagen können wir aktivieren. Überprüft eure Handelsrouten. So, und du bist auch leicht beschädigt. Kommt auch hier hin. So, klicken wir hier drauf, können wir hier das Schiff reparieren lassen. Für die Reparatur des Schiffs brauchen wir natürlich Holz und Stoff. Das ist natürlich klar. So, und dieses Schiff kann jetzt noch entsprechend hier neu eroberten Insel Lavashkiri. Okay. Lavashkiri, meine Güte. Die Gewürze holen. Ja, und das bringen wir dann halt hier entsprechend nach Lorach. Ja. Und dann geht's los. Du bleibst hier. Du kannst auch repariert werden. Ein Schiff wurde repariert. Sehr schön. Die Truppen hier brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, wenn wir das jetzt hier draufklicken. Nee, das geht nicht so. Okay, es geht so, dass wir die einzeln anklicken. Die können wir auf Patrouille schicken oder die Einheit auflösen. Kostet uns aber ein bisschen Geld. So, und dann können wir die entsprechend wegschicken bzw. auflösen. Gut, ja, bauen wir die letzte Hochschule hier auf. So, und dann können wir sehen, bei Diplomatie, der rote ist natürlich weg, aber wir haben noch einen Triumphbogen. Den haben wir hier. So, wo können wir den denn hinbauen? Tja. Hier? Eure erfolgreiche Herrschaft ermöglicht den Bau einer Kathedrale. Ja, wunderbar. Ich baue mal unseren Triumphbogen. Ich habe überhaupt keinen richtigen Platz für unseren Triumphbogen. Baue ich jetzt mal hier hin. So. Mit 2500 Aristokraten können wir das letzte große Gebäude errichten. Nämlich hier bei den öffentlichen Gebäuden die Kathedrale. Die Kathedrale ersetzt die Kirche. Kleidungsstücke sind Mangelware. Oh, wir hören, es gibt Mangelware. Und ihr solltet sicher sein, dass ihr genügend Baumaterial habt,
um die zu bauen. Wenn ihr jetzt die Kirche abreißt und ihr habt nicht genügend Baumaterial für die Kathedrale und auch nicht für die Kirche, dann geht es der Stadt echt schlecht, weil dann haben wir eine starke Rückentwicklung, weil das Gotteshaus fehlt. Aber wir haben genug. Wir reißen die Kirche ab und bauen jetzt ganz schnell die Kathedrale hier auf. Wunderbar. So, was war jetzt hier Mangelware? Ja, ihr seht, Kleidung ist jetzt Mangelware. Da müssen wir jetzt ganz schnell nochmal hier 2 Schneider bauen. Eine Insel wurde besiedelt. Oh! Der Gelbe hat tatsächlich diese Insel hier entsprechend Ein besiedelt Konkurrent erklärt euch den Krieg. und erklärt uns den Krieg. Okay, das ist aber jetzt nicht ganz so schlimm. Wir können jetzt Krieg führen, wenn wir wollen. Wir können aber auch die Flucht ergreifen und hier alles abreißen. Und somit dem gelben Konkurrenten ja, diese Insel überlassen. Das ist natürlich auch möglich. Ihr müsst diese Insel nicht eure unbedingt besiedeln. Handelsrouten. Jetzt sollten wir allerdings dann in Diplomatie gehen. Ihr seht, der gelbe Spieler hat keinen Friedensvertrag mehr und keinen Handelsvertrag. Aber sein Daumen ist, ja, sagen wir mal so lala. Wir können ihm etwas Tribut geben. Also 4000. Hier, Tribut leisten. Euch wird ein Friedensvertrag angeboten. Aha. Den nehmen wir natürlich an. Wunderbar. Ja, nehmen wir auch den Handelsvertrag an. Gut, und dann ist das auch in Ordnung. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht unbedingt diese Insel jetzt hier haben. Da haben wir noch genug andere Möglichkeiten. So, der wird sich natürlich jetzt relativ stark weiterentwickeln, wobei, naja, das ist Überprüft auch eure eine Handelsrouten. südliche Insel, da hat immer noch kein Überprüft Alkohol. eure Handelsrouten. So, wir bauen nochmal hier unsere Denkmäler auf. Oder das Denkmal, was wir hier haben. So, das können wir jetzt auch nochmal befestigen hier. Ja, und ihr seht, Stein haben wir nicht mehr. Das hat sich hier alles sehr schön weiterentwickelt. Das muss jetzt tatsächlich peu à peu so sich weiterentwickeln. Ja, ich baue noch ein bisschen Wald hier auf. Ja, und damit sind wir am Ende unseres Tutoriums für Anno 1602 angelangt. Wir haben hier eine ziemlich tolle Stadt, Worach, gegründet und sehr schön ausgebaut. Wir haben alle Bauoptionen freischalten können. Ja, und wir haben jede Menge Inseln hier besiedelt und Produktionen gestartet. Können wir noch mal ganz kurz gucken. Unsere Nahrungsproduktion in Offenbach, Holz und Stein in Zwackau, in Oberbergen auch nochmal Nahrungsmittel, in Lehringstadt Kakao, in Nürnberg haben wir noch Potenzial, diese Insel auszubauen. Liechtenstein ist unsere Tabakinsel, Lemonhall unsere Alkoholinsel und in Lemberg produzieren wir Stoffe und Gewürze. Ja, man könnte jetzt noch warten, bis wirklich alle Gebäude sich zu Aristokratenpalästen umgewandelt haben. Das dauert aber ein bisschen, weil, wie gesagt, Stein und Werkzeug wird jetzt hier in rauen Mengen verwendet. Aber ich denke mir mal, das Wichtigste haben wir jetzt hier für dieses Spiel alles uns angeschaut. Und ich denke, wir sind bestens ausgerüstet, um nun die Szenarien und die Kampagnen für dieses tolle Spiel jetzt in Angriff zu nehmen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir das nun starten. Ja, und bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.